Früh am Morgen verließen die Fotografen Ryan Cooper und Ethan Brooks Toronto und machten sich auf den Weg in die nebligen Wälder im Norden Ontarios. Der alte Pickup, beladen mit Kameras, Stativen, Zelten und Lebensmitteln, holperte über die kurvenreiche Schotterstraße um den See. Sie sind seit vielen Jahren enge Freunde und reisen gemeinsam tief in den kanadischen Dschungel, um die wilde Schönheit der Natur einzufangen. An diesem Nachmittag schlugen sie ihr Zelt auf einem grasbewachsenen Hügel auf, wo Spatzen auf den niedrigen Kiefernzweigen zwitscherten. Blasses Sonnenlicht fiel durch das Laub und schien auf die glitzernden Tautropfen, die noch auf den kühlen, feuchten Grasblättern lagen. Das Klicken der Kamera vermischt sich gleichmäßig mit dem Zwitschern der Vögel in der Ferne und erzeugt eine sanfte Harmonie zwischen dem unberührten Himmel und der Erde. Doch plötzlich ertönte aus der Ferne ein tiefes Brüllen, das die ruhige Atmosphäre völlig zerstörte. Mitten im grünen Gras erschien langsam ein riesiger schwarzer Schatten, der mit müdem und schwerem Gang langsam auf die beiden Menschen zuging. Der Braunbär war abgemagert, sein Fell zerzaust und seine eingefallenen Augen spiegelten die Erschöpfung nach vielen Tagen des Umherirrens im Wald wider. Ryan trat instinktiv zurück und Ethan umklammerte seine Kamera, sein Atem ging schwer in der dicken, angespannten Luft. Als das Tier ein paar Schritte machte, drehten sich die beiden sofort um und rannten los, wobei sie schwere Ausrüstung und instinktive Angst mit sich trugen. Sie rannten den grasbewachsenen Hang hinunter, rutschten aus und fielen, standen dann aber wieder auf, wobei ihnen in der Kälte des tiefen Waldes der Schweiß den Rücken durchnässte. Das Brüllen des Bären hallte wieder, vermischt mit dem Pfeifen des Windes durch die Büsche, die durch die panische Bewegung zitterten. Das Tier folgte, aber nicht so schnell, sein Brüllen verklang allmählich und wurde durch leises, heiseres Stöhnen ersetzt. Ryan blickte zurück und sah, dass der Bär hinkte und taumelte, eine seiner Vorderpfoten war dunkelrot blutig. Es senkte den Kopf, sein ganzer Körper zitterte leicht, sein keuchendes Geräusch hallte wie ein schwacher Hilferuf über das leere Grasland. Die beiden blieben stehen, ihre Herzen schlugen noch immer schnell, aber die Angst hatte sich in ein seltsames Gefühl der Verwirrung und des Mitleids verwandelt. Ethan hob das Fernglas und konnte die Wunde und das müde Gesicht des Bären, der im hohen Gras kauerte, besser sehen. Sie erkannten, dass es nicht mehr stark genug war, um Schaden anzurichten, und riefen das nächstgelegene Rangerzentrum um Hilfe. Sie wurden angewiesen, einen Sicherheitsabstand einzuhalten, und kehrten zum Auto zurück. Der Bär folgte ihnen zwar noch immer, wahrte jedoch einen vorsichtigen Abstand. Die beiden gingen in Richtung Parkplatz, jeder Schritt war schwer, da sich der Schatten des Bären in der Ferne hinter ihnen noch immer langsam bewegte. Die Abendluft war düster, graue Wolken bedeckten die Kiefern und Dampf stieg wie kalter, dunstiger Rauch vom Boden auf. 30 Minuten später hielt ein grüner Pickup des Ontario Conservation Corps auf der unbefestigten Straße neben dem Hügel. Zwei Ranger, David Ross und Noah Clark, gingen mit Betäubungsgewehren, Erste-Hilfe-Kästen und Hilfsausrüstung von Bord. Sie beobachteten den Bären durch ein Fernglas und stellten fest, dass es sich um eine Bärin in der Kalbungszeit handelte. Das Bärenjunge war jedoch nirgends zu sehen, was in der Gruppe den Verdacht weckte, dass tief im Wald etwas Ernstes vor sich ging. Die Bärenmutter stöhnte leise und drehte dann ihren Kopf in Richtung der dichten Bäume, als wolle sie einladen, ihr zu folgen. Zwei Ranger und zwei Fotografen schnallten ihre Rucksäcke auf, brachten ihre Ausrüstung mit und betraten vorsichtig den mit trockenem Laub bedeckten Pfad. Die Bärenmutter ging voran, langsam über den Teppich aus verrotteten Blättern. Ihre Beine hinkten, aber ihre Richtung war noch immer sicher und standhaft. Das Licht im Wald wurde allmählich schwächer, nur wenige Sonnenstrahlen drangen durch das moosbedeckte Blätterdach der Bäume und beleuchteten eine dünne, dunstige Nebelschicht. Das Geräusch brechender Äste unter den Füßen vermischte sich mit dem gleichmäßigen Atmen der Gruppe und erzeugte einen langsamen Klang in dem stillen Raum. Sie überquerten einen kleinen Bach, in dessen klarem Wasser sich das Bild der Bärenmutter spiegelte, die ihnen den Weg wies. Niemand wagte es, zu nahe zu kommen, alle hielten Sicherheitsabstand und beobachteten jede Bewegung des riesigen Tieres.
Der Geruch von Kiefernharz und feuchter Erde lag in der Luft und breitete sich wie ein kühler, dunkelgrüner Vorhang über dem Wald aus. Nach fast einem Kilometer blieb die Bärenmutter mit gesenktem Kopf und schnellem, heiserem Atem an einem dichten Busch stehen. Unter dem Gras lag regungslos ein kleines Bärenjunges, seine Pfoten steckten in einer rostigen, schlammbedeckten Eisenfalle fest. Plötzlich wurde es still im Raum, nur das kräftige Schlagen der Herzen und das Pfeifen des Windes durch die trockenen Blätter waren noch zu hören. Die Bärenmutter trat zurück, ihre Augen waren voller Angst, und wartete in dem kalten, feuchten Wald auf eine menschliche Reaktion. David gab allen ein Zeichen, anzuhalten und sich sorgfältig umzusehen, um die Sicherheit zu gewährleisten, bevor sie sich dem Bärenjungen näherten. Noah hielt das Betäubungsgewehr bereit und sein Blick folgte der Bärenmutter, die leicht zitterte, aber immer noch still stand und keine Anzeichen von Aggression zeigte. Die Luft war totenstill, bis auf das leise Atmen der Gruppe und das Rascheln des Windes in den Blättern. Ryan öffnete seine Tasche, zog seine Schutzhandschuhe an, holte die Eisenstange heraus und bückte sich, um sich der rostigen Falle zu nähern. Ethan schaltete die Taschenlampe ein und zeigte deutlich die Falle, die fest um das Bein des Bärenjungen geschlungen war. Blut sickerte in schwachen Streifen auf den Boden. David kniete nieder, um die Atmung des Jungen zu überprüfen. Dabei bemerkte er, dass sein Herz noch immer schwach schlug und sein Körper vom Blutverlust und der Angst kalt war. Noah befestigte den Rahmen der Falle und verhinderte, dass die Beine des Tieres beim Herausziehen weiter gestreckt wurden. Ryan steckte die Metallstange in den Schlitz der Falle, sein ganzer Körper zitterte leicht vor Druck und Spannung, die ihn ersticken ließen. Das trockene Geräusch von Metall, das auf Metall reibt, hallte wieder, vermischt mit dem sanften Geräusch des wechselnden Waldwindes. Das Bärenjunge zuckte zusammen, hob leicht den Kopf und sank dann wieder herunter, sein Atem ging stoßweise und schwer. Ethan legte seine Hände auf den Eisenrahmen, Schweiß lief ihm über die Stirn, als er versuchte, seinen Freund zu stützen. Nach einigen Minuten Anstrengung öffnete sich die Falle mit einem lauten Knall, was die Gruppe erschreckte und sie erleichtert aufatmen ließ. Das Bärenjunge fiel zu Boden, sein ganzer Körper zitterte, seine Augen waren geschlossen, aber seine Atmung begann sich wieder zu beruhigen. David nahm schnell ein Desinfektionsmittel, reinigte die Wunde, wischte das Blut ab und untersuchte sorgfältig die Knochen und Gelenke. Um die Beine des Bären waren weiße Bandagen gewickelt, die nach und nach den Geruch der Medizin und den im Wind hängenden Duft der Waldblätter annahmen. Noah öffnete seinen Rucksack, holte ein paar rote Äpfel und ein Glas wilden Honig heraus und stellte sie neben das schwache kleine Tier. Ein süßer Duft breitete sich aus, woraufhin die Bärenmutter ihren Kopf leicht senkte und langsam näher kam, dabei aber einen Sicherheitsabstand einhielt. Die Atmosphäre wurde so still, dass man den Herzschlag und die Atmung aller Lebewesen dort deutlich hören konnte. Die Bärenmutter beugte sich hinunter und berührte mit ihrer Schnauze ihr Junges. Ihre breiten Schultern zitterten leicht, als würde sie intensive Gefühle zurückhalten. Das Nachmittagssonnenlicht fiel durch die Blätter und beleuchtete zwei braune, pelzige Körper, die auf dem nassen Gras ineinander verschlungen waren. Ryan senkte den Kopf, zog leise seine Handschuhe aus und folgte mit den Augen jeder sanften Geste der Bärenmutter mit ihrem Jungen. Ethan schloss die Kamera und machte keine weiteren Bilder, da die Szene vor seinen Augen außerhalb des Bildausschnitts der Linse lag. Niemand sagte ein Wort, nur das Rascheln des Waldes und die natürliche Musik des Lebens, das gerade aus dem Schmerz wiedergeboren wurde. Die Sonne begann hinter den Bäumen unterzugehen und tauchte die moosbedeckten Baumstämme und das nebelglitzernde Gras in goldenes Licht. Die Gruppe packte ihre Ausrüstung zusammen und notierte die Gebietskoordinaten, um illegale Fallenstellungen im geschützten Wald zu melden. Die Bärenmutter saß noch immer neben ihrem Jungen, ihr Blick war ruhig und sanft, als würde sie die Freundlichkeit der Menschen spüren. Niemand wagte es, weiterzugehen. Alle standen nur ein paar Minuten da und schauten zu, dann wandten sie sich leise ab. Die Luft wurde wärmer, als eine sanfte Nachmittagsbrise wehte und den Duft von frischem Gras und grünem Kiefernharz mit sich trug. Ethan schaltete die Kamera aus, speicherte alle Daten und steckte sie vorsichtig in seine Tasche, während sein Blick immer noch auf den Wald gerichtet war.
Ryan ging langsamer als alle anderen und blickte zurück auf die Bärenmutter und ihr Baby, die friedlich im weichen, feuchten Gras lagen. David und Noah überprüften den Waldweg ein letztes Mal und vergewisserten sich, dass keine versteckten Fallen vorhanden waren. Als die Gruppe den Waldrand erreichte, brach die Sonne unter und färbte den Hang und den kleinen Bach golden. Das Geräusch des wegrollenden Autos verklang allmählich und hinterließ einen stillen und warmen Wald im Licht des späten Nachmittags. Die Nacht brach herein, auf der verlassenen Straße war nur das Licht der Autoscheinwerfer zu sehen, das auf die Bäume schien und den dünnen Nebel reflektierte, der am Boden hing. Die beiden Fotografen saßen schweigend im Auto und trugen unvergessliche Erinnerungen an den Nachmittag im tiefen Wald mit sich. Sie verstehen, dass nicht jede Reise ein Foto braucht, sondern dass es manchmal nur darum geht, die aufrichtigsten Emotionen festzuhalten. Und weit weg, mitten im Wald von Ontario, ist eine kleine Geschichte zu einem wunderschönen Zeugnis für Menschlichkeit und Natur geworden.